Präsident will eine Insel kaufen. Eine Insel, die 3-mal so groß ist wie Texas. Eine Insel aus Eis. Grönland. Als Donald Trump 2019 zum ersten Mal sagte, er wolle Grönland kaufen, lachte die Welt. Die Presse nannte es eine Fantasie. Dänemark sagte, die Idee sei absurd. Und dann wurde es still. Aber jetzt, im Jahr 2026, ist Trump zurück im Weißen Haus. Und diesmal lacht niemand mehr. Denn 3 Wochen nach seiner Amtseinführung passiert etwas Beispielloses. Deutschland schickt Truppen nach Grönland. Nicht 10 Soldaten, nicht 100, 500 deutsche Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber, eine militärische Präsenz. Warum? Was weiß Deutschland, das wir nicht wissen? Was ist in Grönland, das es zum umkämpftesten Ort der Welt macht? Willkommen bei Wahrheit finden. Heute enthüllen wir das größte geopolitische Geheimnis des 21. Jahrhunderts. Und am Ende dieses Videos wirst du verstehen, warum der Kampf um Grönland bereits begonnen hat. Und warum dieser Kampf die Zukunft der Welt bestimmen wird. Lass uns bei den Fakten beginnen. Grönland, die größte Insel der Welt, 2,1 Millionen Quadratkilometer. 80% davon sind von Eis bedeckt. Ein ewiger Winter. Nur 56.000 Menschen leben dort. Die meisten sind Inuit, Ureinwohner, deren Vorfahren seit 4000 Jahren auf dieser gefrorenen Erde überleben. Politisch gesehen, Grönland gehört zu Dänemark, aber nicht wirklich. Es ist ein autonomes Territorium. Das bedeutet, Grönland hat sein eigenes Parlament, seine eigene Regierung, seine eigenen Gesetze. Aber in 2 entscheidenden Bereichen hat Kopenhagen das letzte Wort: Außenpolitik und Verteidigung. Und genau hier beginnt das Problem. Denn Grönland will Unabhängigkeit. Die Mehrheit der Bevölkerung stimmt dafür. Sie wollen nicht mehr unter dänischer Kontrolle stehen. Sie wollen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Aber Dänemark? Dänemark weigert sich. Hartnäckig, verzweifelt sogar. Warum? Weil Dänemark weiß, was unter dem Eis verborgen liegt. Und weil Dänemark weiß, dass Europa ohne Grönland machtlos ist. Zurück zu Trump, August 2019. Der amerikanische Präsident lädt die dänische Premierministerin Mette Frederiksen nach Washington ein. Ein offizieller Staatsbesuch. Alles ist vorbereitet. Und dann, wenige Tage vor dem Treffen, macht Trump ein Angebot. Er will Grönland kaufen. Für einen nicht genannten Preis, aber Gerüchte sprechen von mehreren 100 Milliarden Dollar. Frederiksens Antwort ist knapp und klar. Grönland ist nicht zu verkaufen. Das ist absurd. Trump ist wütend. Er sagt den Staatsbesuch ab. Die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Dänemark gefrieren. Buchstäblich. Aber hier ist das Faszinierende. Trump gibt nicht auf. In den folgenden Monaten erwähnt er Grönland immer wieder. Bei Pressekonferenzen, in Tweets, in privaten Gesprächen mit Beratern. Seine Begründung? Strategisch interessant. Aber das ist eine Untertreibung. Eine gewaltige Untertreibung. Denn die Wahrheit ist, Grönland ist nicht strategisch interessant. Grönland ist strategisch unverzichtbar. Schneller Vorlauf. Januar 2026. Trump ist wieder Präsident. Seine erste Rede nach der Amtseinführung? Er erwähnt Grönland. Wieder. Aber diesmal ist der Ton anders, ernster, drohender. Grönland ist essentiell für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.
und wir werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um unsere Interessen dort zu schützen. Was bedeutet das? Was sind alle notwendigen Schritte? Die Welt hält den Atem an. Und dann, nur eine Woche später, macht Dänemark einen überraschenden Zug. Sie laden die NATO ein, ihre Präsenz in Grönland zu verstärken. Offiziell, um arktische Sicherheit zu gewährleisten. Inoffiziell, es ist eine Nachricht an Washington. Ihr könnt Grönland nicht einfach nehmen. Europa wird es verteidigen. Und Deutschland? Deutschland schickt als erstes Land Truppen. 500 Soldaten der Bundeswehr. Offiziell für Trainingsmissionen in arktischen Bedingungen. Aber niemand glaubt das, denn Deutschland hat keine arktischen Gebiete. Deutschland braucht kein arktisches Training. Also was ist der wahre Grund? Hier wird es interessant, denn Deutschland hat mehr zu verlieren als jedes andere europäische Land. Warum? Nadir Toprak Elementleri, seltene Erden. Deutschland ist die industrielle Supermacht Europas. Deutsche Autos, deutsche Maschinen, deutsche Technologie. All das hängt von einer Sache ab: seltene Erden. Diese Mineralien sind essentiell für moderne Technologie. Smartphones, Elektroautos, Windturbinen, militärische Systeme. Alles braucht seltene Erden. Und hier ist das Problem: 90% der weltweiten seltenen Erden kommen aus China. 90%! Das bedeutet, China kontrolliert die moderne Industrie. China kann europäische Firmen ersticken, indem es einfach den Export stoppt. Und genau das hat China 2020 getan. Während des Handelskrieges mit den USA drohte China, keine seltenen Erden mehr zu liefern. Europa geriet in Panik. Deutschlands Wirtschaft stand am Abgrund. Und dann kam die Lösung: Grönland. Geologen entdeckten, dass unter Grönlands Eis eine der größten Vorkommen seltener Erden der Welt liegt. Geschätzte Wert? Über $1 Billion. 1 Billion! Wenn Europa Grönland kontrolliert, ist die Abhängigkeit von China vorbei. Aber wenn Amerika Grönland kontrolliert, dann wird Europa von einem Monopol in ein anderes gedrängt. Deshalb schickt Deutschland Truppen, nicht um zu kämpfen, sondern um zu signalisieren: Wir sind hier und wir geben nicht auf. Aber Trump sieht das anders. Für ihn ist Grönland kein europäisches Territorium. Es ist amerikanisches Territorium. Es muss nur noch formalisiert werden. Und er hat einen Punkt. Denn die USA haben bereits eine massive Präsenz in Grönland. Thule Airbase, die nördlichste amerikanische Militärbasis der Welt. Seit 1951 kontrollieren die USA diesen Stützpunkt. Radarsysteme, die Interkontinentalraketen erkennen können, Überwachungssatelliten, militärische Infrastruktur im Wert von Milliarden. Thule ist der Grund, warum die USA den Kalten Krieg gewonnen haben. Ohne Thule hätten die Sowjets überraschen können. Und jetzt? Jetzt ist Thule wieder entscheidend. Aber nicht wegen Russland, sondern wegen China. Denn China baut seine eigene arktische Präsenz aus. Chinesische Forschungsstationen, chinesische Eisbrecher, chinesische wissenschaftliche Expeditionen. Aber niemand glaubt, dass es nur um Wissenschaft geht. China will Grönland
Russland will Grönland, Amerika will Grönland, Europa will Grönland. Und die Frage ist nicht mehr, wer wird Grönland bekommen? Die Frage ist, wer wird den kommenden Krieg gewinnen? Die Arktis. Seit Millionen von Jahren ein gefrorenes, unbewohnbares Niemandsland. Ein Ort, den niemand wollte, ein Ort, der keine Rolle spielte. Aber das ändert sich. Rapide. Denn die Arktis schmilzt. Der Klimawandel, ob du daran glaubst oder nicht, verändert die Arktis schneller als jeden anderen Ort auf der Erde. Die Eisdecke, die früher ganzjährig existierte, verschwindet. Jedes Jahr weniger Eis, jedes Jahr mehr offenes Wasser. Und offenes Wasser bedeutet Zugang. Plötzlich werden Orte erreichbar, die seit Jahrtausenden versiegelt waren. Plötzlich werden Ressourcen zugänglich, von denen niemand wusste, dass sie existierten. Die US Geological Survey schätzt, die Arktis enthält 23% der unentdeckten Öl- und Gasreserven der Welt. 23%. Und Grönland? Grönland sitzt genau in der Mitte. Aber es geht nicht nur um Öl und Gas. Es geht um etwas viel Wertvolleres. Shipping Routes, Handelsrouten. Jahrhundertelang suchten Entdecker nach der Nordwestpassage, einer Seeroute, die den Atlantik und den Pazifik über die Arktis verbindet. Wenn diese Route existieren würde, könnten Schiffe von Europa nach Asien fahren, ohne den Suezkanal oder die Straße von Malakka zu nutzen. Die Reise würde Wochen kürzer sein, die Kosten 40% günstiger. Aber die Passage war immer blockiert. Zu viel Eis. Zu gefährlich. Bis jetzt. Durch das Abschmelzen der Arktis wird die Nordwestpassage zum ersten Mal in der Geschichte schiffbar. Nicht das ganze Jahr, noch nicht, aber jeden Sommer länger. Experten sagen, bis 2040 wird die Passage ganzjährig offen sein. Und wer kontrolliert die Nordwestpassage? Grönland. Stell dir vor, jedes Schiff, das von Europa nach Asien fährt, muss durch grönländische Gewässer. Jedes Schiff zahlt Gebühren, Milliarden $. Jedes Jahr. Das ist keine Insel mehr, das ist eine Goldmine. Und China? China hat das längst verstanden. 2018 veröffentlichte China sein erstes Arktis Policy Paper. Ein offizielles Dokument, das Chinas Absichten klarstellte. China bezeichnet sich selbst als Near Arctic State, ein Land nahe der Arktis, auch wenn China 2000 Kilometer von der Arktis entfernt liegt. Aber China nimmt sich Rechte heraus. Sie bauen Eisbrecher, sie finanzieren arktische Forschungsstationen, sie investieren Milliarden in Grönland. 2014 versuchte eine chinesische Firma, eine alte Marinebasis in Grönland zu kaufen, offiziell um ein Tourismusresort zu bauen. Aber Dänemark blockierte den Deal. Sie wussten, das war kein Tourismus, das war militärische Positionierung. Und seitdem versucht China immer wieder, Fuß zu fassen. Bergbauprojekte, Infrastrukturinvestitionen, Hilfsangebote für Grönlands Unabhängigkeit. Aber die USA sehen das. Und die USA tolerieren das nicht. Und dann ist da Russland. Das Land, das die längste arktische Küste der Welt hat. Russland betrachtet die Arktis als sein Territorium, als seine Einflusssphäre.
und jeder, der dort eindringt, ist ein Feind. 2007 pflanzte Russland eine Flagge auf den Meeresgrund des Nordpols. Symbolisch, provokativ. Eine Nachricht, das gehört uns. Seitdem hat Russland seine militärische Präsenz in der Arktis massiv ausgebaut. Neue Militärbasen, U-Boot-Patrouillen, Hyperschallraketen, die über den Pol fliegen können. Und Grönland? Grönland liegt genau zwischen Russland und Amerika. Wenn Russland eine Rakete auf die USA abfeuern wollte, würde sie über Grönland fliegen. Und wenn die USA zurückschlagen wollten, auch über Grönland. Das macht Grönland zur kritischsten militärischen Position der Welt. Und Europa? Europa sitzt nicht tatenlos herum. Deutschland, Frankreich, Norwegen, sie alle haben arktische Strategien entwickelt. Aber Deutschland ist am aggressivsten. Warum? Weil Deutschland am meisten zu verlieren hat. Die deutsche Wirtschaft hängt von globalem Handel ab. Jede Verzögerung in Lieferketten kostet Milliarden. Jede Blockade ist eine existenzielle Bedrohung. Wenn China die Nordwestpassage kontrolliert, kontrolliert China den Handel nach Europa. Wenn Amerika Grönland kontrolliert, kann Amerika Druck auf Europa ausüben. Deshalb braucht Europa Grönland. Nicht unter amerikanischer Kontrolle, nicht unter chinesischer Kontrolle, sondern neutral oder besser unter europäischem Einfluss. Und hier kommt Dänemark ins Spiel. Dänemark ist ein kleines Land, aber Dänemark hat etwas, das die großen Mächte nicht haben: Legitimität. Dänemark kontrolliert Grönland seit 300 Jahren. Dänemark hat historische Ansprüche. Völkerrechtlich ist Grönland dänisch. Aber Dänemark ist zu schwach, um Grönland alleine zu verteidigen. Deshalb ruft es die EU um Hilfe. Und Deutschland? Deutschland antwortet mit Soldaten, mit Geld, mit politischem Druck. Also was machen deutsche Soldaten in Grönland? Offiziell Training, arktische Kriegsführung, Überleben in extremen Bedingungen, aber inoffiziell, sie sichern strategische Punkte. Sie überwachen chinesische Aktivitäten, sie senden eine Botschaft an Washington. Europa gibt nicht auf. Und es gibt noch etwas, das die Medien nicht erwähnen. Deutschland verhandelt direkt mit Grönlands Regierung, nicht mit Dänemark, mit Grönland. Sie bieten Investitionen an, Infrastruktur, Bildungsprogramme, wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die Botschaft ist klar: Wenn ihr Unabhängigkeit von Dänemark wollt, können wir helfen. Aber im Gegenzug brauchen wir Zugang zu euren Ressourcen, zu euren Häfen. Das ist das große Spiel. Und Deutschland spielt es besser als jeder andere. Aber Trump? Trump spielt ein anderes Spiel. Ein gefährlicheres Spiel. Lass mich dir etwas erzählen, das die meisten Menschen nicht wissen. Grönland war nicht immer gefroren. Vor Millionen von Jahren, während der Kreidezeit, war Grönland ein tropisches Paradies. Wälder, Flüsse, Leben. Und dann kam die Eiszeit. Das Eis bedeckte alles, versiegelte es, konservierte es, aber jetzt schmilzt das Eis. Und was darunter zum Vorschein kommt, ist schockierend. Geologen finden versteinerte Wälder, Fossilien von Tieren, die seit Millionen Jahren ausgestorben sind, und Mineralien.
So viele Mineralien, dass niemand es gezählt hat. Kupfer, Zink, Gold, Diamanten, seltene Erden, Uran. Grönland ist buchstäblich ein Schatzhaus. Aber es gibt noch etwas. Etwas, das niemand laut sagt. Etwas, das in Geheimdienstberichten steht, aber nie veröffentlicht wird. Süßwasser. In 50 Jahren wird Wasser wertvoller sein als Öl. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Die Weltbevölkerung wächst. Der Klimawandel macht Regionen unbewohnbar. Und Süßwasser? Süßwasser wird knapp. Bereits heute kämpfen Länder um Wasser. Indien und Pakistan, Ägypten und Äthiopien, der Nahe Osten. Aber Grönland? Grönland hat 10% des weltweiten Süßwassers. 10%, eingefroren in Gletschern. Wenn das Eis schmilzt, wird Grönland zur Wassersupermacht. Stell dir vor, eine Welt, in der Wasser mehr wert ist als alles andere. Und ein Land kontrolliert 10% davon. Das ist Macht. Absolute Macht. Und Trump weiß das. China weiß das. Russland weiß das. Deshalb kämpfen sie um Grönland. Aber es gibt noch eine letzte Geschichte. Eine Geschichte, die so bizarr klingt, dass sie wahr sein muss. Project Iceworm. 1960, mitten im Kalten Krieg, bauten die USA eine geheime Militärbasis unter dem grönländischen Eis, Camp Century. Offiziell eine Forschungsstation. Inoffiziell ein Netzwerk von Tunneln, in denen Atomraketen gelagert wurden. Die Idee? Wenn die Sowjets angreifen, können die USA von Grönland aus zurückschlagen. Unsichtbar, unaufhaltbar, aber das Projekt scheiterte. Das Eis bewegte sich, die Tunnel kollabierten, Camp Century wurde aufgegeben. Oder wurde es? Verschwörungstheoretiker behaupten, dass Camp Century nie wirklich aufgegeben wurde, dass tief unter dem Eis immer noch etwas existiert, etwas, das die Regierung nicht zugeben will. Beweise? Keine. Aber Gerüchte? Hunderte. Und jetzt, da das Eis schmilzt, könnten wir bald die Wahrheit erfahren. Dänemark will es behalten. Aber Dänemark ist zu schwach. Europa will es schützen. Aber Europa ist gespalten. Amerika will es kaufen, aber Grönland ist nicht zu verkaufen. China will es infiltrieren. Aber die Welt wacht auf. Russland will es dominieren, aber Russland ist isoliert. Und Grönland selbst? Grönland will Unabhängigkeit. Aber Unabhängigkeit bedeutet nichts, wenn du nicht die Macht hast, sie zu verteidigen. Die Wahrheit ist, Grönland wird das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts sein. Nicht mit Panzern, nicht mit Bomben, sondern mit Geld, mit Einfluss, mit Deals hinter verschlossenen Türen. Und wer auch immer Grönland kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Also, was kannst du tun? Beobachte, informiere dich, verstehe, dass die Welt sich verändert und dass dieser Kampf gerade erst begonnen hat. Wenn dir dieses Video die Augen geöffnet hat, like es, teile es, abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, wer sollte Grönland kontrollieren? Amerika, Europa oder Grönland selbst? Wir lesen uns.
Bis zum nächsten Mal.